Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Saudi-Arabien-Webinar begrüßen. Mein Name ist Daniela Guss und ich freue mich sehr, dass das ICS, das Internationalisierungscenter Steiermark, gemeinschaftlich mit der Außenwirtschaft Austria dieses heutige Seminar anbieten darf. Ja, heuer ist vieles anders gelaufen als ursprünglich gedacht und so wäre eigentlich geplant gewesen, dass wir uns bald auf der Expo in Dubai tummeln. Es sollte eigentlich die Weltausstellung stattfinden, heuer in Dubai. Nun ist die um ein Jahr verschoben worden. Und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr mit einer großen steirischen Delegation diese besuchen werden. Wir haben aus Anlass der Expo uns überlegt, einen Schwerpunkt rund um die Golfstaaten im ICS auch als Inlandsveranstaltungen anzubieten. Und wir sind bei diesem Plan geblieben, obwohl sich die Weltausstellung um ein Jahr verschiebt. Bei diesem Tun hat sich jetzt herausgestellt, dass es anscheinend ein besonderes Interesse am Königreich Saudi-Arabien gibt. Und so freuen wir uns, dass wir heute ein weiteres Seminar zu diesem Thema, zu diesem Markt anbieten dürfen. Nächste Folie bitte. Ich möchte Ihnen vermitteln, dass wir nicht einzelne Maßnahmen anbieten, sondern eine Serie von Veranstaltungen. Und ich darf darauf verweisen, dass es einen YouTube-Channel des ICS gibt. Dort können Sie sich den ersten Teil, das Saudi-Arabien-Webinar im Mai, auch gerne im Nachhinein noch anschauen. Was mir wichtig ist zu vermitteln, ist, wie gesagt, diese Serie von Veranstaltungen. Saudi-Arabien wird auch sicher nächstes Jahr bei uns ein Schwerpunkt sein. Ich hoffe bald auch wieder mit Wirtschaftsmissionen und B2B-Gesprächen zusammen mit Kurt Altmann, unserem Wirtschaftsdelegierten in Riyadh. Gerne. Ich freue mich sehr, wenn Sie sich auch direkt an uns wenden mit Ihren Wünschen, wie wir Sie am besten unterstützen können. Also gerne jederzeit den Kurt Altmann oder mich anschreiben, anrufen, was Sie als Unterstützungsmaßnahmen sich wünschen oder benötigen. Ich darf auch erwähnen, dass vor kurzem der saudi-arabische Botschafter aus Wien in der Steiermark zu Besuch war. Er hatte ein Treffen mit Landesrat Drechsler und auch dort hat er darauf hingewiesen, dass er sehr gerne steirische und österreichische Firmen unterstützen möchte, die wirtschaftliches Interesse an Saudi-Arabien haben. Wir sind jetzt mit ihm gerade im Gespräch und ich darf Sie einfach am Laufenden halten, welche Maßnahmen sich daraus für Sie ergeben könnten. Nächste Folie bitte. Ich darf Ihnen nun zeigen, was wir in der gut nächsten Stunde an Vorträgen vorhaben und in diesem Zuge auch gleich unsere Sprecher Ihnen vorstellen und Sie willkommen heißen. Ja, herzlich willkommen, Herr Kurt Altmann, unser Wirtschaftsdelegierte in Riyadh, wird Ihnen gleich zu Beginn ein Update geben, wie es gerade in Saudi-Arabien ausschaut, natürlich auch in Bezug auf Corona. Next speaker will be Michael Hernandez. We will learn more about the Quiddiya mega projects that are going on next to Riyadh. So welcome, Mr. Hernandez. Next presentation will be on value-added tax. I'd like to welcome Mr. Abu Chakra from PricewaterhouseCoopers. The fourth presentation will be Jochen Hund, dann wieder auf Deutsch, also herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Jochen Hund, der wird uns ein Update zu Rechtsthemen geben. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich schon vom Seminar im Mai. Dann freut es mich auch besonders, eine österreichische Firma, die schon wirklich sehr lange in Saudi-Arabien tätig ist, begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Karl Dobler, danke, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für ein Testimonial und uns aus Ihren Erfahrungen berichten werden. Nächste Folie bitte. So, bevor wir nun loslegen, ein paar organisatorische Hinweise. Und zwar ab sofort besteht die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Also gerne auf Deutsch oder Englisch, wie Sie das möchten. Wir werden jetzt in etwa eine Stunde für unsere Vorträge benötigen und es bleibt im Anschluss sicher genügend Zeit, diese Fragen noch zu beantworten. Ich darf auch darauf hinweisen, dass auch dieses Webinar aufgezeichnet wird. Sie können sich das also gerne im Nachgang noch einmal anschauen auf unserem YouTube-Channel und ich darf Ihnen auch alle Präsentationen per E-Mail übermitteln.
So, ich glaube, wir starten jetzt los mit der ersten Präsentation. Ich darf, I'd like to ask all other speakers except Mr. Altman to turn off the camera and microphones, so we can start with the first presentation. Ja, Herr Altman, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind schon seit 2015 österreichischer Wirtschaftsdelegierte in Riyadh und man kann ohne Übertreibung sagen, dass Sie ein wirklicher Middle East-Experte sind. Unsere Zuseher sehen ja, in welchen Ländern Sie in der Vergangenheit bereits tätig waren. Bei unserem Testwebinar vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen, dass in Saudi-Arabien fast wieder Business as usual stattfindet. Das heißt, es scheint momentan so, dass eher Europa das Problem mit Corona hat und in Saudi-Arabien keine zweite Welle erwartet wird. Wie schaut es wirklich bei Ihnen aus? Habe ich das richtig verstanden? Bitte um Ihren Vortrag. Ja, sehr gerne. Zuerst einmal schöne Grüße in die grüne Steiermark und nach Österreich. Ich wäre heute sehr gerne in Graz gewesen am Sprechtag, aber leider hat das Corona verhindert. Wobei ich damit gleich beim Thema bin. Beginn November gibt es in Saudi-Arabien etwa 350.000 Fälle in Summe, aber eine sehr, sehr geringe Sterbezahl und auch die Zahl der Genesungen ist sehr hoch. Wieso ist das der Fall? Die saudische Regierung hat am Anfang Mitte März ziemlich robust reagiert und agiert mit Flugverboten, mit Ausgangssperren. Und wir sind auch wir sind über den gesamten Sommer hier gewesen und nicht ausgereist, haben unseren Firmen geholfen. Die saudische Regierung hat die Balance versucht und auch geschafft zwischen der Wiedereröffnung der Wirtschaft einerseits und Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit auszutarieren. Seit 15. September ist die Einreise, die offizielle Einreise von Ausländern wieder möglich. Über den Sommer waren es halt Sonderflüge und Sondereinreisen, wo wir auch natürlich mit beteiligt waren, gemeinsam mit der Botschaft. Sie können einreisen mit einem Arbeitsvisum, mit einer Aufenthaltsberechtigung und mit einem Besuchsvisum, brauchen einen negativen PCR-Test, beziehungsweise ich glaube, die Folie steht nicht da. Vielleicht können Sie die Folie bitte einblenden. Sie brauchen einen PCR-Test, beziehungsweise eine 2-Tages- beziehungsweise 7 Tage Heimquarantäne. Und das Wichtigste, Sie müssen auch bei der Einreise, wenn Sie hier sind, sofort 2 Mobiltelefon-Apps herunterladen. Eine ist eine Tracing-App, die zweite ist eine Informations-App des hiesigen Gesundheitsministeriums. Was schade ist, dass die E-Visa weiterhin ausgesetzt sind. Die waren sehr beliebt seit September, weil Saudi-Arabien nicht nur den quasi praktisch jahrhundertelange Pilgertourismus fördern möchte, sondern auch mittlerweile den Besuchstourismus zugelassen hat. Aber diese Visa-Kategorie ist leider vorerst und bis auf weiteres ausgesetzt. Man möchte oder man wollte bei Mitte September an und für sich mit Hinblick auf den Jahresbeginn alle Reisebeschränkungen aufheben. Aber natürlich beobachtet man die Situation in Europa und wir werden jetzt sehen, ob die Bestätigung der Aufhebung, die 1 Monat vor Ablauf geplant war, tatsächlich in Kraft tritt. Problem sind natürlich die Flüge. Wir hatten über den Sommer und auch im letzten Jahr ziemlich hart daran gearbeitet, dass wir auch mehrere Flugverbindungen in Relation Österreich haben. Die sind derzeit nicht da. Die saudische Regierung hat bis zu Beginn November einzelne Flüge in Relation Europa, ich habe es da hier angeführt, aber auch in der Nahostregion zugelassen. Das heißt, als quasi direkter Flug bleibt die Sonderflüge via Frankfurt nach Riyadh und
tamam. Im Inland ist die Situation relativ normal, unter Anführungszeichen. Leider besteht weiterhin das Ansammlungsverbot bis maximal 50 Personen und daraus resultierend die Verschiebung der Messen auf 2021, wobei es sich natürlich im nächsten Jahr dann entsprechend stauen wird. Bitte nächste Folie. Zur saudischen Wirtschaft. Die saudische Wirtschaft wird in diesem Jahr etwa 5% zurückgehen. Ein wieder hohes, für saudische Verhältnisse, hohes Budgetdefizit und ein rigides Einsparungsprogramm über den gesamten saudischen Staatssektor. Das heißt, das geht von Dienstreisen bis zu leider natürlich auch Projekten. Und das tut uns natürlich zum Teil weh. Man konzentriert sich auf das, was notwendig ist. Zu Beginn Juli wurde die Mehrwertsteuer als quasi Kostenausgleich angehoben auf 15%. Die wurde verdreifacht von ursprünglich 5%. Okay? Und für 2021, hängt natürlich jetzt ab von der Corona-Situation, erwarten wir ein wieder Ansteigen des BIP um etwa 2% und ein gesunkenes Budgetdefizit und hoffentlich etwas höhere Erdölpreise. Die saudische Regierung setzt weiterhin massive Hilfspakete für die saudische Wirtschaft fort. Allerdings, und gerade jetzt, setzt auch die saudische Regierung ihr wirtschaftliches Reformprogramm fort. Es gibt Gesetze, Entwürfe, Privatisierungen und natürlich eine robustere Saudisierung. Ich führe es kurz an. Ein neues Unternehmensgesetz soll Unternehmensgründungen von Ausländern erleichtern. Und es soll vor allem auch eine Reduzierung bisher geschützter Bereiche, die nur saudischen Bürgern zugestanden waren, durchgeführt werden. Ein neues Bergbaugesetz interessanterweise soll auch den Zugang privater ausländischer Unternehmen im Non-Oil-Bereich ermöglichen. Die Saudisierung soll auch Manager-Niveaus erreichen. Das heißt, in einer bestimmten Zeitspanne sollen bis zu 75% der Managerposten von Saudis besetzt werden und damit auch ausländische Manager zurückgenommen werden. Und interessanterweise letzte Woche wurde auch verkündigt, bis Mitte März das sogenannte Kafala-System reformiert werden soll. Das Kafala-System oder Sponsorsystem beinhaltet die Bindung eines ausländischen Arbeitnehmers an einen bestimmten saudischen Sponsor und eine sehr rigide oder praktisch unmögliche Jobwechslung. Also das soll reformiert sein, also dass die ausländischen Arbeitnehmer, die im Land sind, leichter ihre Jobs von einem saudischen Arbeitgeber zum anderen wechseln können. Natürlich gibt es auch Privatisierungen, auch in sensitiven Bereichen, sprich Wasser, Energie, Lebensmittel, sprich Müll sogar und den Gesundheitsbereich bis zum Telekom-Bereich. Aber das wird man absehen, wie das jetzt passiert. Und, weil ich vorher angeführt habe, die Projekte, bestimmte Projekte werden weiter fortgesetzt. Darunter die Hochtechnologie-City Neom im Nordwesten des Landes, Tourismusprojekte am Roten Meer, in Vorbereitung jetzt schon auf die Zeit nach Corona. Eines ist das Rezi-Projekt, das zweite ist das Amala. Und ich habe es quasi als Begrüßung für meinen Nachredner Quiddiya, die Entertainment City in Riyadh. Ich möchte aber meinem Kollegen nicht vorgreifen, habe die Logofarben da eingeblendet. Aber auch in traditionellen Bereichen, Entsalzung, Energie, Petrochemie etc. Zum Tourismus, auf den man hier doch auch große Hoffnungen setzt. Man lässt derzeit wieder kontrolliert die Pilgerfahrt zu und lässt auch hochkarätige Sportveranstaltungen zu. Zum Beispiel
In diesem Jahr hat er die Dakar Rallye wieder in Saudi-Arabien stattgefunden. Im nächsten Jahr soll es einen Formel 1 Grand Prix in Jeddah geben. Das ist natürlich enorm, was sich da im Vergleich zu früher hier quasi bewegt. Geschäftschancen sehe ich in der Situation vor allem auch in der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutika, Agrarwirtschaft, aber in Richtung Lokalisierung. Dem Trend der Saudisierung ist natürlich auch die saudische Regierung dabei, die das Wirtschaftsleben und die Produktion zu lokalisieren, um die Auslandsabhängigkeit zu reduzieren. Und natürlich auch Digitalisierung. Saudi-Arabien war schon bisher, bis seit 5 Jahren da, ein sehr hoch digitalisiertes Land. Bitte die nächste Folie. Dann komme ich kurz zu den Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich. Wie geht es uns? Weil interessanterweise sind 2019 und 2020 unsere Exporte nach Saudi-Arabien, zumindest im ersten Halbjahr, stark angestiegen. Ich hoffe, ich habe die grüne Farbe für die Steiermark richtig getroffen, aber aus der Steiermark kommen vor allem Pumpen, Elektromotoren, bei PKWs natürlich und aus dem Rest von Österreich kommen Pharmazeutika, Maschinen etc. Unser Problemkind ist unser Tourismus. Die ersten beiden Monate waren relativ okay, wobei Österreich für die Saudis keine Winterdestination ist, sondern eine Sommerdestination. Aber ab dem Flugverbot sind unsere Ankünfte und Nächtigungen buchstäblich abgestürzt. Was machen wir für Sie? Wir konnten durchführen einen Gruppenstand, mussten aber verschieben die Wirtschaftsmission, die Kommission, eine Gesundheitsmesse, eine Baumesse. Und das hoffen wir jetzt im nächsten Jahr voll durchziehen zu können. Was machen wir für Sie? Ich habe schon vorher angeführt, wir helfen bei Sondergenehmigungen, wiederum gemeinsam mit der Botschaft, und sind natürlich über den Sommer auch verstärkt Anlaufstelle und Kontaktstelle gewesen für österreichische Firmen. Der Veranstaltungskalender im nächsten Wird ist ziemlich dicht. Wir führen jetzt im Ende November, Anfang Dezember eine Mini-Wimi durch. Die wird natürlich digital stattfinden, die Vorbereitungen laufen derzeit und dann eine Reihe von anderen Messen, darunter natürlich unsere Baumesse, traditionelle Baumesse, wo wir jedes Jahr in einer oder anderer Form teilnehmen. Ich habe Ihnen eingeblendet natürlich unsere Kontaktadresse, freue mich auf Ihre Kontaktnahme und danke sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Und damit gebe ich zurück an meine Kollegin nach Graz. Dankeschön. Ja, Altmann, vielen Dank für das interessante und kompakte Update. Wenn es Fragen dazu gibt, wie gesagt, wir werden das im letzten Teil dieses Webinars dann gerne beantworten. Da kommt der Herr Altmann dann wieder zurück zu uns quasi. I'd now like to introduce our next speaker. So please, Mr. Michael Hernandez, turn on your camera and microphone. Quiddiya is the name of a really huge entertainment city that is about to be situated, I think, next to Riyadh. And I think it has a lot to do with the Vision 2030, so to attract more and more tourists from all over the world to come to Saudi Arabia to visit Saudi Arabia. And now I'd like to introduce Mike Hernandez. He's the Executive Director responsible for development for real estate of Quiddiya Investment Company. And you seem to be a real expert on mega projects. I learned that you did really well internationally recognized projects all over the world, especially in North America, but also North Africa and the Middle East. Just to name one, Burj Khalifa in Dubai. So please tell us what is Quiddiya all about, and are there also chances for Austrian companies to participate?
Yes, yes, there are, absolutely. And so I'll get into, yes, I'll get into the detail of Quiddiya. As first of all, greetings from Saudi Arabia and Quiddiya. It's a big story to tell in just a few minutes, so I will skim through a lot of the charts and data and images that we have, and so you'll be able to get all of that online through YouTube. And so I'll get give you the clear picture of what Quiddiya is and why Quiddiya is what it is in this short few minutes. Next slide, please. As Daniela mentioned, Quiddiya, along with the other Giga projects, is born out of the 2030 vision that aspires to change Saudi Arabia in many ways. And we'll go through the details of how Quiddiya fits in that overall program and what it means to Saudi Arabia and really into the world. Next slide, please. And because of the scale of what we're doing, not only Quiddiya, but everything across Saudi Arabia, there are opportunities for everyone, including Austria. There are special things about Quiddiya, and there are special reasons to partner with Quiddiya. And we'll go through those details here shortly. Next slide. And before we get into the what is Quiddiya, I think it's important to explain why Quiddiya. There are compelling reasons why we're doing what we're doing and why we're placing it where we're placing it. And once you understand that, the what Quiddiya is makes all the sense in the world. There is, in the last several years, a trend in the Saudi Arabian demographic marketplace where Saudis are leaving the country to spend billions of dollars on things that they cannot get inside Saudi Arabia. $23 billion US dollars leaves Saudi Arabia every year. This is a 2017 data point, so it's more than that now. And 10 billion of that is on leisure and shopping. And so Quiddiya proposes to change that. And if we just claw back a bit of that, we pay for the whole city. And beyond just that, we change a lot of the dynamics and the future for Saudi Arabia and its people. Next slide. To get a little more detail on that aspect, it's important to note these three very, very important data points. At 33.4 million people populating Saudi Arabia, it's by far the largest populous country in the GCC region. And of that 33.4 million, 67% of them are 35 years and younger, which is tremendous for today's economy and for the future workforce. And of that 33 million, 69% are middle class or above. So there's a lot of spending power and a lot of pent-up desire for things that they just cannot get in the Kingdom of Saudi Arabia. Quiddiya proposes to change that. Next slide. And then to see how that compares across the world, you see the bar chart to the left. As a percentage of GDP spend, Saudis spend 2.1% of their GDP annually within Saudi Arabia. This is leisure spend. Whereas in the middle bar chart, and that's pretty low, the one on the left is pretty low comparative to many of the European countries. And then in the middle chart, Saudis spend 2.5% of their GDP on leisure outside of the country, only eclipsed by the UK. So Quiddiya proposes to turn that around. Next slide, please. And digging a little deeper into this visitation, Quiddiya will largely be a tourist destination, not only domestically, but internationally. So you look at looking in the past, in the rearview mirror, 2018, less than 1 million visitors to Saudi Arabia for leisure. It's the visitation to Saudi Arabia primarily has been religious tourism.
And so in 2022, the aspired growth is to 3.9 million. And then by 2030, when not only Quiddiya, but the other giga projects are fully up and running and operating, and it is 30 million. And you see the breakout box to the right that kind of shows what that means. And these different categories are very important because you're going to see those in just a second: sports, wellness, adventure, entertainment, shopping, sun and sea, and culture. Next slide, please. And so the offering, this gets into what Quiddiya is and what we offer as a place, as a destination. Next slide, please. So here, this is where Quiddiya is. It's not by accident. This is very well placed and designed to be taking advantage of the primary market source in Riyadh. It's the most populous city in Saudi Arabia. It's the highest income per capita. And Riyadh proposes to grow at a tremendous rate over the next several years. So then the market base then grows with that. You see its proximity is 30 minutes outside of the center of Riyadh, 45-minute drive from the airport, and then it will also be connected by the metro rail that's currently being built right now throughout all of Riyadh and will be connected. It essentially becomes a suburb of Riyadh. Next slide, please. So we took the areas that we saw on one of the previous charts of the breakout of what people are leaving Saudi Arabia to go and find that they're not finding here, and broke those into what we call 5 cornerstones. And so these 5 cornerstones not only define what people are leaving the country for, but then it also defines what then Quiddiya should be made of in order to meet that demand. So this becomes really, truly the cornerstones of everything we do at Quiddiya. Next slide, please. And so those cornerstones turn into the districts within the city. And so each district is then focused on that particular aspect of experience. And so we'll show you a little bit more about that, but those are the 5 zones within the city. And then we'll show you, next slide, how they then become the master plan of the city. The big blue area is the city at 366 square kilometers. It's roughly twice the size of Washington, D.C. So this is no small venture. We're building out 1/3 of all of that at this point. And you see the 5 different colored areas that make up the districts that are then the offering of the cornerstones that are the demand component. Next slide. And there you go. Here's an artist rendering of the future. In the foreground is this, what we call the resort core, where Six Flags is. There's a water theme park. There's one of the largest racetracks in the world. There will be, this is where all the fun happens, hotels and retail and all kind of fun things. Up on the upper plateau in the cliffs, it's a city center where lots of the sporting venues are, and arts and culture, lots of residential, and the rest of the city is a full-on city with hospitals, police station, parks, etc. Next slide, please. This is a view from the cliffs at the city center, looking down the other direction now into the resort core. You see the stringy little red line to the right. That is Falcon's Flight. It's a new roller coaster that will be part of Six Flags. It actually will leave the theme park, climb up the side of the cliff walls, and then go through the cliffs, and will be the fastest, longest, tallest roller coaster in the world. Next slide, please. And then to add for a little more sex appeal, there's a water park that's adjacent to the racetrack. And then there's a water theme park that's, I'm sorry, a hotel that's also associated with that. And to even just make it even more exciting, we're taking one of the water features and extending it out over the racetrack. So that's quite an experience, not only for those floating and swimming above it,
but for the race car drivers themselves. Next slide. And here you go. Up on the cliff, there's a stadium looking out, taking advantage of the breathtaking view over the resort core and beyond. And this will be quite a picture moment. Next slide, please. Night view, looking over the city center. In the foreground there is the music hall, performance hall, that's on the cliff edge, looking out over the resort core, and quite a spectacle to watch day and night. Next slide, please. So here's the city, kind of shows you where the motion zone is, all the motorsports, just about any motorsport you can think of, off-road, on-road, extreme sports, etc. They're here. Next slide. And so we'll have all the major national, international events here. There are agreements being signed right now to make all that happen. And it's not only for racing professionals. You and I can go out and experience these race courses to different degrees in different ways. So it's an experience for everybody, not just being a spectator. Next slide. The eco zone, this is the taking advantage of the actually breathtaking place that this is. This is the nature getaway that will have extreme sports. It'll have the secluded getaways and all the fun things that you would want to do outdoors. Next slide, please. And there you go. That's a shot from the eco zone, what will be the eco zone, back to the city center cliff walls. Next slide. And another shot looking towards the city center cliff walls. Next slide. Then the golf community. It's quite a large community. There are two 18-hole golf courses, championship golf courses that are designed and signature by professional golfers whom you would recognize, but I can't tell you who they are. That will be formally announced in the coming weeks. It's quite a spectacular place that will house future international golf events and corporate events, etc. There are residences associated. Next slide. Here's rendering of that with the residential nestled in with the golf community, resort and spa hotel, lots of other amenities and leisure and entertainment activities associated with all that, including equestrian. Next slide, please. Here's a view from the hotel out to the golf course and beyond. Next slide. So doing business with Quiddiya, which is I think what a lot of you guys would like to hear, kind of give you some overall frameworks and how that works and how that is protected for you. Next slide. So there are two categories of assets within Quiddiya. Because it is an entire city, there are your traditional commercial assets for investment or participation in different ways that are obviously residential, retail, and other commercial ventures. Then there are the non-for-profit assets that are more nation-building, national infrastructure like the performing arts centers and some of the stadiums, etc. Next slide. So all of this is underpinned by four primary components. The base economy that exists already in Saudi Arabia is largely the regulatory environment that we work within. But exceptions to that will be through royal order, where we will have special dispensation on certain special privileges to do certain things that are not necessarily allowed in the base economy. There will be a one-stop shop that we call. It's a easy, quick route to approvals, to permits, all the things that are necessary to do business and to live and work within Quiddiya. And all of this is put together through a master community charter, which is the first one in Saudi Arabia. I know they're very common in the West, but the first time in Saudi Arabia, and we're very proud of that. It's a very comprehensive document that will
not only charter how the city is to operate, but also then becomes the foundational platform to protect the integrity of the city and its residents, its investors, and any stakeholders in the assets within Quiddiya. Next slide, please. So these are three different venture types for doing business in Quiddiya. We are already engaging in all three of those with different partners for ownership, for operations, and in some cases both. There's been quite a lot of interest in joint venturing and participating in Saudi Arabia and Quiddiya particularly. So this has taken quite a lot of movement already so far, and we would welcome any of your companies to participate as well. Next slide, please. So here you go. You know, beyond just building buildings and the hard infrastructure of the city, we're also building the soft underside that makes this thing work and makes it happen. We have already training programs and development programs underway for the future workers within the city, the professionals who will run the city. And there are logistics hubs, operation centers, smart city platforms, the whole thing. It is a entire package being put together that will run like a Swiss watch. And so all of that is underway right now. And you can look online at our website and see a lot of these things that are happening already. Next slide, please. So here, there's our partnership strategy. I won't go into the detail of that, but there's you know, lots of opportunities and a large willingness to accept partnerships in multiple different ways that we just outlined. And so we look forward to hearing from every one of you. Next slide, please. So again, this kind of gives a quick outline of the Master Community Charter, which will govern over the city on how it operates, not only for its residents, but its employees and stakeholders in the city. Next slide, please. So in summary, these are beyond the what the city is. This is how it operates and how it is a unique opportunity, not only for Saudi Arabia, but for international stakeholders who are of a position to participate. And we welcome your participation. Next slide, please. Thank you. Thank you very much, Mr. Hernandez. I'm really impressed. Big plans going on in Saudi Arabia, in Riyadh. So thank you for your explanations. I'd now like to introduce our next speaker, Mr. Abu Chakra. Please turn on your camera and mic. Mr. Abu Chakra is a partner of PricewaterhouseCoopers in Saudi Arabia, and he is a real expert on value-added taxes. He also has over 20 years of experience concerning taxes, but also reforms shared between Canada and the Middle East. So we are really happy to learn more about the latest developments concerning the commercial taxation systems from a value-added tax perspective. The floor is yours. Thank you. Thank you, Daniela, and good afternoon, everyone. Happy to be participating in this event. The objective of today's slides, like from a taxation perspective, is to give you an overview over the taxation system in Saudi, focusing on VAT and also on other type of taxes that would apply in Saudi. The main purpose is to give you insights into what type of taxes you would need to actually consider when you're trying to invest in Saudi, or even if you are merely an exporter and you are exporting goods or services to Saudi Arabia. Next slide, please. Next slide.
As an agenda for today, like we're gonna do an overview of tax landscape in Saudi Arabia. We're gonna talk about what are the important tax matters that impact exporters to KSA as well as operators in KSA. What would the future of taxation look like in KSA? And we have some time at the end of the webinar to take your questions. Being a VAT specialist, I would be able to answer most of your VAT queries. However, if you have other queries, maybe we could I could answer some of that, but I would refer some to other colleagues, and probably we can get back to you on that. Typically, what I wanted to start with is the pace of tax development in Saudi Arabia, which is quite accelerating to align with Vision 2030 and the economic diversification objective. My colleague has just presented what is going on in Saudi in terms of mega projects. Quiddiya is a great example of that. But alongside, there is many other initiatives taken in Saudi in order to achieve Vision 2030. And most importantly is to diversify economy away from oil and generate revenue as well from different sources. So if you look at history, from 2009 till practically 2018, there has been little developments in the taxation environment in Saudi. Nevertheless, starting January 1st, 2018, Saudi has actually implemented value-added tax, and it was one of the first GCC countries to adopt it alongside with UAE. And then they've continued actually to implement other taxes and to make changes to the tax environment since January 2018 till today. There are quick points throughout the 2 years that have passed where there has been some major changes. For example, January to March 2019, there was an implementation of transfer pricing regulation, and also like the incorporation of controlled transaction disclosure form, which came into play. In October 2009, there is an e-commerce law and data protection law that came into force. On December 2019, IRAD portal, which is the tax authority portal for filing tax returns, started to accept multinational corporations' submission of country-by-country reporting for the transfer pricing reports. On 4th of October 2020, which is very recent, there has been major changes in the VAT legislation, where VAT started to become exempt on real estate transactions in Saudi Arabia, but also there is another tax that has been introduced on that date, which connects with real estate transfers. Also on 17 October 2020, there has been a draft e-invoicing regulation that went to public consultation, which leads to understand that Saudi Arabia is preparing itself to become a country that has implemented e-invoicing, and that would have major implication on a number of taxpayers. Next slide, please. Like in this context, so I just wanted to highlight at a very high level what are the taxes that do apply in Saudi. Like from direct taxes perspective, we have corporate income tax in Saudi that applies to non-residents of Saudi Arabia or GCC. We have the zakat, that is a particular type of Sharia tax that applies to Saudi corporations or GCC corporation. There is a withholding tax, and there is transfer pricing that applies. However, from indirect tax perspective, we have a value-added tax that was introduced in 2018. We have customs and excise taxes, and we have also real estate transaction tax. Next slide, please. We're going to start with the important part of taxes that would apply to exporters into KSA. As you probably know, the Saudi Arabia operates a common custom law across all GCC member states. However, it's not like in the European Union. There are still custom borders between the GCC countries. However, there is a common custom law that applies across the GCC member states.
And it's very important to consider all customs regulation when it comes to exporting into KSA. Most recently, on June 2020, there has been a custom tariff increase in Saudi Arabia that applies to a large set of products, mainly in mineral, chemicals, foodstuff, and construction material. So if you are in that business, that will impact the rate that would apply to your goods exported to Saudi upon importation. And that rate would be different between Saudi and other member states. There is also some custom restrictions that would apply on food and drugs and other type of regulated items that must have to go through approvals in order for you to be able to clear them from customs. Now, from VAT perspective, currently, Saudi Arabia operates the reverse charge at custom for VAT in particular, and this is actually started as a result of COVID-19. So I think it started around March 2020 when Saudi Arabia started to apply reverse charge at customs. And there are some provisions in the VAT law that actually allows certain importers to apply for reverse charge at customs and get some relief from a cash flow perspective. However, like generally, you would have to pay VAT at customs upon importation, and the importer of record would be liable to pay that amount. Now, also, one big change took place in July 1st, 2020, is that the VAT rate has actually increased from 5% to 15%. So before July 1st, all goods and services that were subject to tax at the standard rate in Saudi Arabia were taxed only at 5%. But after July 1st, that tax became 15%. This definitely would have an impact on the products and services delivered in Saudi Arabia if that applies to those, as this will impact pricing and therefore consumer demand, etc., etc. However, there are some products or items that are zero rated. Here we talk about mainly medical equipment, medicine. However, the scope of zero rating is quite limited in Saudi Arabia, so it's probably limited to the two products I mentioned. Also, international transport is zero rated, and there is also zero rating for gold bars for investment purposes. Nevertheless, everything else is practically taxable. There are some exemptions that would apply for VAT purposes in Saudi Arabia, but also they are limited to sale of residential property as of October 4, 2020. There is also the financial service is partially exempt, so the margin element of any financial service transaction would be exempt. Others are taxable, and there are some particular exemptions for Saudi nationals in terms of healthcare services or educational services. So this is, in summary, how the VAT system applies in Saudi. Also, there are many free trade agreements that are accepted in Saudi Arabia, like the GCC free trade agreement. So for goods that are actually produced in a different GCC member, they can come to Saudi free of any custom duty. There is the GAFTA, which is the General Agreement for Traffic with the Arab countries. This also provides some exemptions. There are also a number of European FTAs, but unfortunately Austria is excluded from that. There is no FTA with Austria. Also, there is an FTA with Singapore. Next slide, please. Now, if you are an investor looking to actually invest in Saudi Arabia through like having a branch, a subsidiary, or opening or acquiring real estate, or investing or entering into a joint venture, etc., there are many considerations to take into account, especially that the tax environment is accelerating at a fast pace, and there are many changes that apply to the tax system in Saudi Arabia. Starting with the ETR
or your effective tax rate and the return on investment that investors usually look at. With changes into tax rate, this becomes really important for you to consider what would be the return on investment. Shall you invest in Saudi Arabia? What would be your effective tax rate that you will end up paying, knowing the tax environment? Historically, Saudi Arabia, along with other GCC members, have been seen as being tax-free countries where taxes were really minimal. But now, after 2018, this has really changed, especially with the diversification of the economy. This becomes really important to navigate the complexities of the tax system and to manage these complexities whenever you are planning to make an investment. Also, there is a variety of taxes that apply, as I've mentioned in the previous slide. Like this variety includes zakat, CIT, withholding tax, VAT, excise tax, customs, TP, and most recently, real estate transaction tax. So all these taxes would have an impact on your investment, and you would need to assess what would be the impact of these taxes if you are willing or planning to establish presence in Saudi Arabia or to operate in Saudi Arabia. There's also the entry and the exit strategies that an investor should look at. So how could you actually enter the market? What are the considerations? What due diligence you should actually go through to understand what taxes would apply to you at entry level during the operation? And finally, when you plan to exit the market, how you would exit it and what would be your exit strategy? So all of these are quite important questions that we receive as PwC from our investors when it comes to investing in KSA. And I just wanted to give you some insight into what could be actually thought of whenever you plan to have such an arrangement, or if you're planning to invest in Saudi. Lastly, from a VAT perspective, the cash inflows are really important, and the cash flow in general. Because the rate has increased, now it's at 15%. VAT has become more and more very important in terms of understanding what would be the impact on its cash flow. Since VAT is a transaction tax, therefore it has a direct impact on your cash flow. The system operates similar to Europe. It's actually very close to what is applied in the European Union in terms of VAT. Nevertheless, the VAT in Saudi at a rate of 15% would have some implications, and therefore you would need to assess what would be the cash impact of VAT, especially when you're undertaking a large investment or trying to establish a business as a non-resident. You might end up in a situation where you pay VAT in Saudi Arabia, but you don't get the refund. So that will have an impact not only on your cash flow, but also on your cost. Next slide, please. Now, what I wanted to reflect on this slide is what are the important tax matters to consider for operators in KSA. Let's assume you decided to establish a business in KSA and operate within KSA. Or probably you already have a business established and you want to get some insight. Like most importantly, you need to be aware of the Tax Amnesty Scheme that has been extended up to December 31st, 2020. So if you are operating in Saudi Arabia, whether as a resident or a non-resident, and you think that you have a tax issue or you have not undertaken or you did not apply the right tax position at the start of your operation, the amnesty actually provides a solution for that, because it waives all the penalties that would apply on your tax filing, and provided that you pay the VAT liability due or any other taxes per se, because it doesn't apply only on VAT. Also, this amnesty applies in case you have an appeal with the committees or with Gazette, and you want to withdraw that appeal to get the penalties waived. This is actually very important for you to understand, because if you waive the appeal and you pay the tax due, you will also get all the penalties waived. And just to give you a sense how penalties are in Saudi Arabia, they are very sizable.
For example, from VAT standpoint, you have a 50% tax or penalty that would apply on the difference between the VAT due on your return and the VAT that you have actually paid. That 50%, we call it error in filing penalty, and it would apply at 50% of the tax due. In addition, there is a penalty which we call Sadat penalty, and it's related really, it's similar to late payment penalty, which applies at a rate of 5% per month. So for example, if you have a tax issue with the January 2018 tax return, by now you are like two years in the process, so you have mostly like 3 years in the process, so you have around 36 months that would actually elapse times 5%. That's 160 returns. Sorry, 180 returns that you would need, or 180% of the VAT liability that would have to be paid, and that can only be waived totally if you benefit from the amnesty. So if you are in that situation, it's really important to consider the amnesty because it's only available up to December 31st, 2020. Now, there is other consideration which we get a lot of question on are typically the permanent establishment concept in Saudi Arabia, and how would it apply? Would I be also considered to have a fixed establishment for VAT purposes? Those are very important questions that you need really to address if you are in this situation. APE is defined similar in Saudi, similar to what is defined globally, but there is no limitation on the revenue or the revenue that you can actually generate, or the number of days your employees could spend in Saudi for you to have a PE. Even 1 day could actually constitute a PE in Saudi. That's from corporate tax side. From a VAT perspective, the fixed establishment definition is a little bit different, so we don't correlate both. But typically, this is an area where you need to seek particular tax advice to actually come to assess whether you are operating in Saudi as a PE or not. Because the difference would be that you will end up paying CIT on your Saudi source income, and you would have to register for VAT and pay VAT on your transactions in Saudi Arabia. If you don't have this arrangement, if you don't have a PE, and all your supplies are B2B, for example, from VAT perspective, probably you don't need to register, but they'll deal with this on a case-by-case basis. I just wanted to highlight that this is a very important concept that you need to address if you're planning to operate in Saudi Arabia by sending employees to Saudi Arabia to sign contract or to make deals. Also, there are many incentives provided by the Ministry of Investment in Saudi Arabia, like especially on international investment. And also there is a one-stop shop that could actually answer some of your questions. Most recently, there has been a real estate transaction tax applied in Saudi Arabia at the rate of 5%. It's similar to a stamp duty, if I may say, on contracts that actually validate the transaction. So this is a new tax. There is a lot of controversy still around this tax because it's still new. As a quick guidelines on how other taxes apply in Saudi, for example, income tax and zakat. Income tax is 20% in Saudi Arabia. It applies to foreign entities typically, and zakat applies to Saudi corporations at 2.5% of something we call the zakat pool. However, Saudi Arabia has more than 50 double tax treaties that apply, and this could actually also could be the application of CIT could be different based on the tax treaty and the source of income definition and the agreements that are in place. But if we go to withholding tax, also impacted by the double tax treaties, there is 5% tax on dividend, 5% tax on interest, 15% on royalty, and 20% on other. Transfer pricing regulation are now in place in Saudi Arabia, so there are some requirements to maintain a local file, a master file, and there is a country-by-country reporting requirement as well for international clients.
And overall, like from a compliance perspective, there is the annual tax returns that have to be filed. There is a monthly or quarterly VAT return, and the invoicing is coming into play in Saudi Arabia. Mr. Abuchakra, I'm afraid I have to interrupt a bit. Thanks for your very detailed and interesting explanations, but I think there's just one slide left. Maybe we go to the next slide just quickly. Sure. Because we're a bit running out of time. Sure, Daniela. So let me just close up here, just going towards the future. Just wanted to highlight that Saudi Arabia is actually moving towards digitization, especially in terms of e-invoicing. Real-time reporting is really an important factor in this. And this is quite applied in other European countries like in Greece, Italy, etc. So just to keep an eye on that as we move forward. And thank you for attending. Sorry for taking more time. Thank you. Thanks. Okay, wir werden jetzt auf Deutsch weitermachen und ich darf unseren Rechtsanwalt Jochen Hund herzlich begrüßen. Ich darf auch darauf hinweisen, wir kriegen schon einige Fragen im Chat rein, darf Sie aber weiterhin ermuntern, eifrig reinzutippen, wenn es nicht mehr ganz ausgehen sollte, alles zu beantworten. Wie gesagt, gerne auch im Nachgang. Herr Hund ist Leiter oder hält eine Kanzlei in Riyadh. Er kommt ursprünglich aus Deutschland und hat seine Ausbildung in Frankreich und auch in UK genossen und ist bereits über 20 Jahre in Saudi-Arabien tätig. Ich darf auch erwähnen, dass er der Vertrauensanwalt der österreichischen Botschaft in Saudi-Arabien ist und zu seinen Kunden zählen hauptsächlich Klienten aus Europa. Lieber Herr Hund, bitte geben Sie uns ein Update, das Unternehmensrecht und Recht in Saudi-Arabien betreffend. Vielen Dank. Die Steiermark. Ich glaube, jetzt können Sie mich hören. Nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Österreich. Ganz schnell der Durchlauf, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Next slide, please. In unserer Veranstaltung vom Mai haben wir schon das Rechtssystem Saudi-Arabiens gesehen und die verschiedenen Besonderheiten. Deswegen jetzt als Legal Update nur ein Kurzdurchlauf durch die wichtigsten Gesetze der letzten 2 Jahre ungefähr, insbesondere eben im Rahmen der Vision 2030. Und da hat es wirklich eine Art, was kann man sagen, eine Art Feuerwerk von neuen Gesetzen gegeben und die wollen wir uns kurz jetzt anschauen. Next slide. Zum Beispiel das Insolvenzgesetz. In diesem Rahmen dieses Gesetzes haben wir kürzlich eine große österreichische Firma vertreten und haben dort in einer Insolvenz deren Forderung von 3,5 Millionen Euro angemeldet, hat alles sehr gut funktioniert. Das Gesetz kam schon vor ungefähr 2 Jahren, trat es in Kraft, funktioniert sehr gut, im Gegensatz zu anderen Golfstaaten übrigens. Also wir haben ungefähr 270 Verfahren anhängig zurzeit. Es baut auf dem US-Recht, Chapter 11. Die Handelsgerichte sind zuständig und die Bankruptcy Commission flankiert es. Next slide. Zum Beispiel das Vergabegesetz von 2019, das vor ein paar Monaten endgültig in Kraft getreten ist. Hier gibt es mittlerweile, sind die Rechte verstärkt worden der ausländischen Auftragnehmer, die für die saudi-arabische Regierung arbeiten. Das Recht war vorher ziemlich drakonisch. Zum Beispiel durfte man auch, wenn nicht gezahlt wurde, durfte man nicht klagen und auch nicht die Arbeit einstellen. Das wurde geändert. Man darf mittlerweile klagen. Es gibt auch die Möglichkeit, Schiedsverfahren zu vereinbaren bei sehr großem Auftragswert. Es gibt verschiedene Incentives für kleine mittelständische Unternehmen. Und insbesondere
eben diese Neuerungen mit den Schiedsverfahren, die jetzt möglich sind. Next slide, please. Das ist interessant für diejenigen, die sich hier vielleicht aus Dubai kommend niederlassen wollen bis zu ihrem Lebensende. Geht mittlerweile in Saudi-Arabien. Ja, man kann also, wenn man pro Jahr 100.000 Rial oder einmalig 800.000 Rial zahlt, kann man sich niederlassen samt Familie in Saudi-Arabien und hat dann fast dieselben Rechte wie Saudi. Also insbesondere man kann Immobilieninvestitionen tätigen und vielleicht in gewisser Weise auch Spekulation, obwohl es da eine spezielle Steuer gibt übrigens. Aber gut, man darf in den Immobilienbereich reingehen und man darf auch Handelsgesellschaften gründen, ohne die normalerweise anwendbare Mindestkapitalisierung, die damals sehr hoch ist. Next slide, please. Das neue Franchise-Gesetz, da haben wir auch eine österreichische Firma vertreten, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie die amerikanische Firma, die Sie hier sehen, die aber wesentlich bessere Qualität macht, natürlich. Jedenfalls das neue Franchise-Gesetz baut auf dem Handelsvertretergesetz auf, reguliert aber die Franchise-Verbindung in Details und dafür müssen die Franchise-Geber, also sprich die österreichische Firma, muss also wesentlich mehr Informationen preisgeben. Das nennt man Disclosure Document, ist alles sehr formalisiert. Auf der anderen Seite werden die Tätigkeiten des Franchise-Nehmers, des Franchisees, sehr, sehr stark auch reguliert, um das Ansehen und den Namen der Franchise zu schützen. Next slide. Das neue Handelsgerichtsgesetz hat sehr stark die Justiz im Bereich der Handelsstreitigkeiten reformiert. Es hat ein Gesetz von sage und schreibe 1931 abgelöst und ist auch wirklich sehr, sehr modern. Es hat insbesondere die Digitalisierung der Justiz, die sowieso schon relativ weit fortgeschritten ist, gefördert, indem jetzt jegliche elektronische Beweismittel offiziell anerkannt sind und die Prozessführung praktisch voll elektronisch stattfindet. Das läuft mittlerweile alles über Video, sogar auch grenzüberschreitend, Vereidigung von Zeugen und so weiter, Kreuzverhöre. Es geht mittlerweile alles hier per Video und elektronisch. Verständigt werden die Parteien oft einfach nur über SMS. Saudi-Arabien ist da sehr, sehr weit im E-Government und in der E-Justice. Next slide, please. Das GBR-Gesetz, also geht es um die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Professional Partnership Law, kam auch dieses Jahr, trat es in Kraft. Da geht es darum, um Freiberufler, die jetzt mittlerweile sich unter sehr flexiblen Bedingungen zusammenschließen können, also zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, Ärzte. Es dürfen dann auch mit bis zu 30% nicht Freiberufler aus diesem Feld teilnehmen. Es dürfen verschiedene Berufsfelder kombiniert werden. Man kann auch verschiedene Gesellschaftstypen wählen und die Haftung der Geschäftsführer ist auch sehr klar geregelt. Also auch ein großer Fortschritt unter der Vision 2030. Next slide, please. Ja, und das kam jetzt letzte Woche. Sie können diesen Begriff Kafala-System in Wikipedia nachschlagen. Das ist ein System, das kennt ja jeder in Saudi-Arabien, das sogenannte Sponsorship-System, auch wird es genannt, nachdem eben die Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnisse aller Nicht-Saudis nicht direkt vom Staat abhängen, sondern da ist jemand zwischengeschaltet. Das kann eine Firma sein, das kann ein meistens saudisches Individuum sein. Und an diese Person, Firma oder Individuum sind dann eben gewisse Rechte abgetreten und die kontrolliert dann die Ausländer hier im Land und da kommt es recht häufig zu missbräuchlichen Situationen und so weiter. Ich will auch dementsprechend, wurde es immer stark kritisiert von internationalen Organisationen. Dieses System gibt es im gesamten Nahen Mittleren Osten, also nicht nur im Golf, auch im Libanon und anderen Ländern. Aber wie gesagt, sehr, sehr stark kritisiert. Natürlich die großen
insbesondere Baufirmen und so, die haben natürlich da den Vorteil, dass sie ihre Arbeitnehmerschaft stark kontrollieren können, weil die nicht den Arbeitsplatz wechseln können ohne die Zustimmung. Und das heißt, diese Liberalisierung, die jetzt beschlossen wurde, anwendbar ab 14. März, schafft da wesentlich bessere Bedingungen. Ein paar Details sind noch unklar, aber insbesondere die großen Linien sind schon klar. Und insbesondere wird das die Arbeitssituation auch für die jungen Saudis verbessern, weil nämlich jetzt nicht mehr dieser künstliche Incentive besteht, Ausländer anzustellen, weil man eben die Ausländer dann auch nicht besser kontrollieren kann als die Saudis. Das war's. Übersicht über die Gesetze, die wesentlichen Schlaglichter. Und ich gehe dann zurück nach Graz. Recht herzlichen Dank, Herr Hund, für den kompakten, raschen Überblick. Lieber Herr Dobler, ich darf Sie jetzt bei uns willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass ein österreichisches Unternehmen hier ein Best Practice Beispiel vorstellt. Die ILF Consulting Engineers haben ihren Sitz, also die Holding der Gruppe sitzt in Innsbruck und es ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich, wie man sich beim Namen auch schon denken kann, Ingenieurs- und Beratungsleistungen für Industrie- und Infrastrukturprojekte. Ich war beeindruckt bzw. eigentlich überrascht. Die Firma ist durchgehend seit 1977 in Saudi-Arabien tätig und Herr Tobler ist seit, denke ich, in etwa 7 Jahren als Geschäftsführer in Saudi-Arabien. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie ist es zu diesem besonderen Engagement in Saudi-Arabien gekommen und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tipp, den Sie geben können für unsere Zuseher, die sich noch mehr engagieren möchten in Saudi-Arabien. Bitte schön. Vielen Dank und schönen Gruß aus Riyadh. Ja, ich bin schon seit 8 Jahren hier in dem Land und habe sehr viele Veränderungen gesehen, dramatische Veränderungen. Ich bin eigentlich froh und stolz, hier zu sein, weil es ist ein sehr dynamisches Land. Es ändert sich alles. Ja, nächste Folie bitte. Unser Unternehmen wurde 1967 gegründet von diesen beiden Herren, der Herr Feitzelmeier und der Herr Lesser. Wir haben mehrere tausend Projekte auf der ganzen Welt ausgeführt, aber schon 10 Jahre nach der Gründung, nächste Folie bitte, sind die Eigentümer nach Saudi-Arabien gegangen. Derzeit haben wir vier Geschäftsbereiche. Das eine ist Energie- und Klimaschutz, Wasser und Umwelt, Transport und Städteentwicklung und ja, klassisch Öl und Gas, typisches Betätigungsfeld in Saudi-Arabien. Der nächste bitte. Wir sind seit mehr als 40 Jahren in Saudi-Arabien. Wir sind in 54 Wasserversorgungsleitungen, die Sie vielleicht rechts ein bisschen sehen, involviert gewesen. Wir haben insgesamt mehr als 11.000 Kilometer Wasserversorgungsleitungen geplant, Bauaufsicht gemacht und so weiter. Und sind kontinuierlich mit ca. 250 Mann hier tätig. Nächste Folie bitte. Ja, unser erstes Projekt war die Wasserversorgung von Riyadh. Riyadh ist ja mehr oder weniger mitten in Saudi-Arabien, hat nur bedingt Wasserversorgung durch Quellen. Und unsere Eigentümer haben den Bedarf gesehen und haben sich 1967 hierher gewagt und haben das erste Projekt gestartet und gewonnen. Nach einer Bauzeit von etwa 6 Jahren wurde das von König Fahad dann in Betrieb genommen. Das war wirklich ein Meilenstein für unsere Firma und natürlich für Saudi-Arabien. Und darauf sind wir wirklich sehr stolz. Das ist die Wasserleitung von Jubail nach Riyadh. In Jubail ist die Entsalzungsanlage und ca. 450 Kilometer Pipelines gehen nach Riyadh. Nächstes Folie bitte. Ja, wie gesagt, wir sind über 40 Jahre hier. 200 Projekte haben wir gemacht. Wir haben etwas mehr als 250 Angestellte. Wir sind in der grünen Zone, was die Saudisation betrifft. Wir müssen 30% Saudis haben, was auch gut ist, weil als Europäer brauchen wir die Saudis, weil sie sonst weder von Sprache noch von Kultur noch Zugang zu Kunden und so weiter. Es ist einfach ein Bedarf da und wir sind auch dem Land schuldig, dass wir auch Saudis anstellen.
Wir haben eine volle Ingenieurlizenz hier und wir sind natürlich ISO-zertifiziert. Nächste Folie bitte. Wir sind in Riyadh, mitten in der Stadt, in dem Olayadau untergebracht. Nächste Folie bitte. Und in Al-Khobar, das ist in der Ostküste, wo wir hauptsächlich das Öl- und Gasgeschäft betreiben, sind wir in der Nähe der Saudi-Arabien, in diesem Gebäude, das Sie hier sehen. Nächste Folie bitte. Hier ein bisschen ein paar ausgewählte Projekte. Nächste Folie, dass Sie sehen, was wir machen. Ja, wie gesagt, das ist wirklich ein historisches Projekt hier von der Ostküste, was Sie rechts im Bild sehen, diese Wasserpipeline, das ist eine Doppelpipeline mit 450 Kilometer. Derzeit sind bereits 6 weitere Pipelines in Betrieb, weil der Wasserbedarf in Riyadh, die Bevölkerung und der Wasserbedarf natürlich steigt. Das war das erste geschlossene Wassersystem der Welt, das wir hier errichtet haben, und seitdem werden mehr oder weniger weltweit diese Systeme geschlossen geführt. Das heißt, es ist eine geschlossene Pipeline. Früher wurde das immer in Tanks und weitergepumpt, noch ein Tank weitergepumpt. Da wurden ca. auf dieser Strecke 50 bis 60 Pumpstationen benötigt. Wir lösen das derzeit mit 3 Pumpstationen, was natürlich eine geringere Investition und natürlich geringere Betriebskosten bedeutet. Nächste Folie bitte. Wir sind seit 6 Jahren in der Riyadh Metro involviert. Wir sind zuständig für die Signalanlagen und für die Kommunikation. Es ist ein ganz modernes U-Bahn-System und ich glaube, Riyadh ist die einzige Stadt der Welt, die das sozusagen auf einmal baut. Also alle 6 Linien auf einmal, was auch ein bisschen zu Verkehrsbehinderungen im Autoverkehr führt. Es gibt 85 Stationen. Die Waggons sind vielleicht, wenn man es in der österreichischen U-Bahn oder der Wiener U-Bahn vergleicht, etwas anders. Es gibt eine First Class, eine Familienklasse und eine Single Class. Es sind eben diese 3 Sektionen. Die U-Bahn fährt fahrerlos, also so ähnlich wie in Dubai. Der Betrieb wird jetzt 2021 starten mit der Linie vom Flughafen in die Stadt. Es hätte schon jetzt starten sollen mit dem G20-Gipfel, aber der ist jetzt nur virtuell, also wurde der kommerzielle Betrieb auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Die Investitionssumme sind 22,5 Milliarden $. Also man sieht, da wurde schon einiges bewegt. Nächste Folie bitte. Ja, wir sind gerade in der Abschlussphase vom Red Sea-Projekt. Das ist eine Ressortentwicklung im Westen des Landes, im Roten Meer. Dort gibt es 90 wirklich jungfräuliche Inseln. Das Rote Meer hat eine extrem gute Wasserqualität. Das Wasser ist klar. Man sieht bei Tauchgängen, man sieht, weiß ich nicht, sehr weit. Und dort haben wir 23 Inseln entwickelt. Wir haben die ganze Planung der Infrastruktur gemacht, also Wasserherstellung durch Entsalzung, Wassertransport, Pipelines zu den einzelnen Inseln, Stromnetze zu den einzelnen Inseln. Wir sind auch verantwortlich zum Beispiel für den Müll, für die ganze Kommunikation, also Mobilfunk und Internet und so weiter. Der Trick dabei ist, dass der ganze Strom jetzt und alles, was hergestellt wird, mit erneuerbarer Energie hergestellt wird. Man will sozusagen einen Beitrag leisten, damit dieses herrliche Paradies hier nicht zerstört wird. Und alle Pipelines, Kabel sind unter Meer verlegt. Wir mussten Kabel zig Kilometer weit ausweichen, weil zum Beispiel Korallenriffs dort sind, die man natürlich nicht zerstören will und so weiter. Das war eines der größten Projekte, die wir hier gemacht haben, und derzeit ist es ein privat finanziertes Projekt und wir haben eben diese ganze Planung und die Ausschreibung gemacht für den Tender. Wir sind jetzt derzeit in der Schlussphase. Es ist ähnlich vergleichbar mit dem Quiddiya-Projekt, das Sie gesehen haben. Es soll Tourismus anziehen, was es sicherlich machen wird. Nächste Folie bitte. Ja, wo wir ganz stolz sind, dass wir im Zusammenhang mit der Wasserversorgung auch Tanks machen. Nur um Ihnen ein Gefühl zu geben, wir machen derzeit in Teifen 9 Wassertanks mit einer Kapazität von 1,5 Millionen Kubikmeter. Die Tanks haben einen Durchmesser von 110 Meter. Sie können ein Fußballfeld mit Zuschauern locker unterbringen. Jeder Tank hat 170.000 Kubikmeter. Das ist riesig, wenn Sie daneben stehen.
Wir haben insgesamt, seit wir hier sind, 352 Tanks geplant und gebaut mit 33 Millionen Kubikmeter Reserve. Österreich, das Trinkwasserbedarf ist 1 Million Kubikmeter. Das heißt, mit den Tanks, die wir hier gebaut haben, könnten wir Österreich mehr als einen Monat lang versorgen. Wasserbedarf. Unser Kunde, unser langjähriger Kunde ist die Saline Water Conversion Corporation, SWCC. Nächste Folie bitte. Ja, wir sind auch tätig natürlich auch in Kläranlagen. Hier bauen wir für die Aramco 2500, also die Wasserversorgung und Wasserreinigung für 2500 Villas im Osten des Landes, in Daran. Wir machen in einer Meerwasserentsalzungsanlage die Pipeline zu dieser Stadt. Wir kümmern uns um das Klärwasser, machen die Kläranlage dazu und das geklärte Wasser wird wieder über Pipelines zurückgeführt für Bewässerung und Reinigungszwecke. Also unser Kunde ist hier die Saudi-Arabien. Also wir schauen, dass wir wirklich umfassende Projekte machen, wo auch der letzte Tropfen Wasser wieder genützt wird, eben für Bewässerung und industrielle Zwecke. Nächste Folie bitte. Ja, die Entsalzungsanlagen habe ich schon erwähnt. Saudi-Arabien produziert rund 50% des Wassers aus Meerwasserentsalzungsanlagen. Der Rest ist im Westen des Landes gibt es Regenwasser, wo Dämme, das ist nur ein geringer Beitrag, aber es wird auch ein großer Teil noch immer mit Brunnen versorgt, die halt zum Teil eine Tiefe von über 1000 Meter mittlerweile haben und der Grundwasserspiegel sinkt weiter. Also die Entsalzung wird hier noch wichtiger werden, vor allem, weil Sie die Zahlen vorher gesehen haben von Kurt Altmann, die Bevölkerung steigt und der Wasserbedarf wird sicherlich auch steigen. Nächste Folie bitte. Ja, ich habe schon erwähnt, erneuerbare Energie, das ist jetzt ein Trend, der nicht nur beim Roten Meer, sondern auch in Sakaka mit 405 Megawatt, das entspricht einem herkömmlichen kalorischen Kraftwerk wie Dürnrohr in Österreich oder so weiter zum Beispiel. Saudi-Arabien hat zum Glück sehr viel Land. Diese 405 Megawatt haben eine Fläche von 6 Quadratkilometer und so wie es aussieht, wird dieses Kraftwerk, das ist ein riesiges Areal, eines der kleinsten sein. Also es wird, wenn Sie da unten, Sie sehen 58,7 Gigawatt stehen jetzt auf diesem White Paper, auf dieser Initiative. Das ist ungefähr 100-mal so viel, wie wir jetzt derzeit gebaut haben. Also die Fläche von Niederösterreich und Oberösterreich zusammen, kann man sich vorstellen, wird mit Solarpanels zugedeckt. Nächste Folie bitte. Ja, wir sind eben auch im Tunnelbereich tätig. Das ist einer unserer Geschäftsbereiche. Wir haben hier ein hohes Gebirge im Westen des Landes, wo zwischen Taif und Mekka wirklich so wie bei uns die Semmeringstraße, nur Faktor 10 an Höhe, an Länge und so weiter, wo jährlich viele Unfälle passieren. Die Straße ist sehr gefährlich und wir haben dafür das Ministry of Transport eine Studie gemacht für einen Tunnel, etwa 20 Kilometer Tunnel durch den Fels. Aber ja, das Projekt haben wir unlängst abgeschlossen. Wir freuen uns schon, dass wir bei der Ausführung dann auch dabei sein dürfen. Nächste Folie bitte. Ja, ein großer Trend in Saudi-Arabien ist dieses PPP, die sogenannte Public-Private Partnership. Viele Projekte werden jetzt eben durch private Investoren finanziert, zum Beispiel das Red Sea-Projekt, Kläranlagen, Entsalzungsanlagen, und wir sind sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen und beraten den Kunden SWPC, das ist Saudi Water Partnership Company, die sich jetzt federführend für alle Privatisierungsprojekte im Land kümmert. Und wir haben jetzt die zwei ersten Wasserpipelines hier gemacht. Das sind der Reis Jambu und Reis Rabik. Nur um sich vorzustellen, der Durchmesser ist 84 Zoll, das sind über 2 Meter, da können Sie locker in den Pipelines spazieren gehen. Und die Transportkapazität ist 600.000 Kubikmeter oder 900.000 Kubikmeter pro Tag. Also den ganzen Wasserbedarf Österreichs transportieren wir nur in einer Pipeline, in nur einem kleinen Teil im Westen des Landes. Der Bedarf hier ist immens. Wir haben auch schon 2 Entsalzungsanlagen in Shukeik und Jambu als Privatprojekt abgeschlossen. Die sind bereits im Bau und viele andere sind derzeit in Bearbeitung. Nächste Folie bitte. Ja, hier sehen Sie einen
Auszug aus unserer Kundenliste. Also ja, im Wesentlichen alle großen Kunden in Saudi-Arabien haben wir bereits betreut und haben Kooperationen mit ihnen, sei es Saudi Marafik, sämtliche Governments, Aquabauer als Privatkunde, Angie, wir haben Banken. Also wir haben wirklich ein breites Kundenspektrum und sehen eigentlich der Zukunft sehr positiv gegenüber, weil das Geschäftsfeld soll vom Öl weggehen, soll eben in diese Private Partnership gehen. Es gibt jetzt diese Entertainment Cities, also egal was gebaut wird, sie brauchen immer Wasser, Infrastruktur, Ingenieurleistung und Beratung. Also ich sehe der Zukunft sehr positiv entgegen. Nächste Folie bitte. Was wir auch machen, ich habe das vorhin erwähnt, diese Saudisation. Ich habe vor 4 Jahren angefangen, ein Trainee-Programm zu starten, damit wir junge Saudis, die von der Universität kommen, vielleicht 1, 2 Jahre im Ausland gearbeitet haben, auszubilden. Wir haben hier ein 6-Monats-Programm, wo wir sie wirklich ordentlich ausbilden. Sie sind einen Monat im Büro, sie sind einen Monat auf der Baustelle, kommen wieder ins Büro. Das Programm ist ziemlich dicht. Wir sehen dann schon am Anfang, wer ausfällt, wer sozusagen nicht will oder nicht kann. Wir starten jedes halbe Jahr mit ca. 10, 12, 14 jungen Saudis und die Erfolgsquote ist derzeit sehr hoch, also mehr als die Hälfte behalten wir in der Regel. Und die wir nicht behalten, werden sehr gern von anderen Firmen in Saudi-Arabien genommen, weil sie wissen, wenn sie durch unsere Schule gehen, dann sind sie gut ausgebildet und das gibt uns auch sozusagen eine indirekte Werbung. Ja. Wir haben einen Ruf auch von der Qualität unserer Projekte, auch in der Qualität unserer Ausbildung. Also da bin ich stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Das ist auch ein Beitrag zur Vision 2030, weil ja immer mehr Saudis einen Arbeitsplatz finden sollen. Letztendlich. Nächste Folie bitte. Ja, das war es im Wesentlichen. Sie sehen hier links meine Kontaktdaten. Ich stehe Ihnen für alle Fragen offen. Sie können mich auch anrufen. Sie sehen hier meine saudische und auch meine österreichische Nummer eingeblendet. Also wie immer Sie Fragen haben, bitte gerne. Herr Dobler, recht herzlichen Dank für den beeindruckenden Bericht. Ich darf Sie bitten, gleich dran zu bleiben. And I'd like to ask all other experts to turn on their camera again for our Q&A session. Wir werden jetzt, darf ich gleich ankündigen, ein bisschen überziehen. Ich möchte aber trotzdem noch einige Fragen durchnehmen, gemeinsam nutzen, dass hier so viele Experten sich für uns Zeit genommen haben. Sollten Sie schon zum nächsten Termin müssen, liebe Zuseher, auch kein Problem, weil Sie bekommen ja die aufgezeichnete Webinarversion dann zum Nachschauen zugeschickt. Ich möchte gleich mit dem Herrn Tobler beginnen. Und zwar ist gefragt worden, Sie haben ja erwähnt, Sie blicken sehr positiv in die Zukunft. Das ist sehr schön, aber gibt es vielleicht auch Herausforderungen, mit denen Sie aktuell in Saudi-Arabien konfrontiert sind? Vielleicht auch bezüglich Corona oder läuft alles wie am Schnürchen? Ja, die große Herausforderung war ja Corona, weil viele unserer Leute, die wir hier haben, stammen doch aus Europa, aus Asien und so weiter, die nicht reisen konnten. Wir haben Gott sei Dank Langlaufprojekte, wo die Corona-Krise uns eigentlich sehr, sehr wenig getroffen hat. Das Einzige, wo wir einen Einfluss sehen, ist, dass der Ölpreis dadurch beeinträchtigt wurde und sehr niedrig ist. Und das wird auch für nächstes Jahr die Investitionen etwas oder ordentlich reduzieren. Nichtsdestotrotz, da wir in verschiedenen Bereichen tätig sind, eben wie Privatisierung auch, glauben wir, werden wir mit einem hellblauen Auge davonkommen. Eine zweite Herausforderung sind die ständig wechselnden Gesetze. Sie haben das von Herrn Hund gesehen oder die steuerlichen Änderungen, das haben Sie von Herrn Abu Chakra gesehen. Also wir müssen da sehr, sehr dicht dranbleiben, sozusagen am Gesetzgeber. Jetzt wird wieder das Labor Law geändert und. Also es ist laufend. Sie müssen sehr aufpassen, dass Sie sozusagen immer auf Stand bleiben. Also ja. Das Tempo der Änderungen ist, weiß nicht, im Vergleich zum Österreich Faktor 10 oder 20, wenn Sie so wollen. Ja. Weil es eben ein neues Land ist, weil es eben sozusagen das Land sich den internationalen Standard anpassen muss, anpassen will. Also das ist die größte Herausforderung, immer up to date zu bleiben. Ja. Frage wäre auch, ich habe verstanden,
Von der Vision 2030 tun sich einige neue Bereiche und Chancen auf. Frage wäre, die ein Zuseher gestellt hat, haben Sie sich strategisch auch diesbezüglich neu aufstellen müssen, sich neu ausgerichtet, angepasst an die Visionen des Königreichs in irgendeiner Art und Weise? Ich habe es jetzt nicht gehört, die letzten 10 Sekunden. Können Sie? Okay, Sie profitieren von der Vision 2030, haben wir verstanden. Haben Sie sich strategisch neu ausgerichtet, um besser darauf vorbereitet zu sein? Haben Sie sich irgendwie angepasst in Ihrer Tätigkeit, um dem besser gerecht zu werden? Ja, wir sind von dem klassischen Ingenieurtätigkeit, wo man üblicherweise so sagt, man zeichnet Pläne und berechnet irgendwas, mehr zu Consulting- und Beratungstätigkeiten gegangen. Bei dieser Privatisierung haben wir auch immer einen finanziellen und einen Legal-Teil, also, wie heißt das, einen legalen Teil. Mein Deutsch ist etwas eingerostet, weil ich hier immer Englisch rede. Wir haben natürlich auch unsere Mitarbeiter entsprechend austauschen müssen. Wir haben jetzt eben auch Anwälte, wir haben Finanzexperten im Team. Wir bewegen uns immer weg vom klassischen Engineering natürlich. Es ist doch ein großer Teil des Engineering, aber wir müssen uns verändern und anpassen. Ja. Und eben auch mit den Saudischen und so weiter, diese Ausbildung. Also es ist ein ständiger Wechsel. Es ist sehr spannend in dem Land, das kann ich Ihnen sagen. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin, aber ich glaube, dem steht nicht viel im Wege. Next question is Mr. Hernandez. You mentioned in your presentation that there is interest from the international community to participate in Quiddiya. So, how can Austrian companies participate? What are the necessary steps? Well, I'll give you a reference of where we are today that kind of gives you the open door to the different opportunities. Right now, we're building the infrastructure for the city, roads, utilities, etc. So the design of those utilities that's pretty well done. The construction contracts, there are still some construction contracts open. But the design and the execution of all of the buildings is yet to be assigned. And so there are, design and engineering opportunities there. And then obviously all the products that go into all this, there's going to be a massive amount of procurement of product for the buildings, for furniture, fixtures, equipment, etc. And then operations, there will be ongoing operations and all the requirements there. So, this is a good time for this webinar because the opportunities are still well ahead of us. And there are tremendous, and then, as well as for investment, there's all of the investment opportunities that exist in a city with civic infrastructure, with residential, all the commercial assets. And then within all the sports and other venues that there's quite a lot of detail that, I'm happy to go into detail with any of those who are interested, but there's a lot ahead of us. Okay, thank you so much. I think also Mr. Altman could help to Austrian companies who are interested in doing projects in this new Vision 2030 ideas. So, Mr. Hernandez, there's another question. In the past 2 years, there were a couple of events and festivals going on in Saudi Arabia. Did they already attract tourists from all over the world, or is it still more like a plan, a vision, and not reality? Yeah, well, that's an interesting point there. Yes, just kind of putting this into perspective, a lot of these sporting events and entertainment events, concerts, music in general just did not exist in Saudi Arabia just a few short years ago. And so in opening up the kingdom prior to Quiddiya and all of these things that will open next few years, the government entities of Saudi Arabia initiated what was called the seasons, festivals in the major metropolitan areas around Saudi Arabia.
And all this was quite a social experiment because it's never been done before. Didn't know how much interest or participation there would be, and it was overwhelming, like hugely overwhelming. There was not enough capacity in any of these places to handle the crowds that came on a daily basis. In fact, we extended these festivals months beyond the date they were supposed to end. There was also visitors from internationally for sporting events, concerts, etc. And so what we learned from that is that, you know, here at Quiddiya, we were being fairly, even though it's a very ambitious endeavor, we were being very conservative because it's never been done before. And what this taught us that we were being too conservative. There is huge demand and a tremendous amount of desire for participating in what Quiddiya is bringing. And so as a result, we've expanded venues within our master plan, number of hotels, everything has grown since then. Okay. Thank you, Mr. Hernandez, for your explanations. Herr Altmann, jetzt muss man mal sagen, das hört sich alles so positiv gestimmt an von Firmenseite und Quiddiya, Visionen für die Zukunft. Das sind wir in Europa ja momentan gar nicht gewohnt, diese positive Stimmung. Es wird aber wohl doch die ein oder anderen Einsparungen von der Regierung geben müssen. Wie sehen Sie das langfristig oder holt man sich das über zusätzliche Steuern wieder rein? Wie glauben Sie, dass das Regierungsprogramm oder die Maßnahmen in nächster Zeit aussehen werden? Yeah, first of all, let me answer in English. I am grateful to our speakers to participate in this webinar and to follow our invitation. I wanted to thank you very much for joining us. Okay, and zu Ihrer Frage noch zum Unterhaltungssektor. Wie ich gekommen bin, war das ein Land, wo die Aufführung öffentlicher Musik verboten war. Okay, wo das Autofahren erlaubt war. Und das hat sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren entwickelt. Das heißt, die saudische Regierung ist natürlich im Rahmen ihrer Vision 2030 dabei, dieses Wirtschaftsschiff in eine andere Richtung zu drängen. Natürlich, weil Sie sagen, die Sparmaßnahmen. Ich gehe nicht davon aus, dass das Füllhorn der Jahre 2014, 2015, wo der Erdölpreis auf $120 war, wieder so aufgeht wie damals. Aber im Rahmen, das ist ja der Sinn und Zweck dieser Vision, dass man andere Einnahmen schafft und dass man sich deswegen konzentriert auf diese neuen Projekte, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu reduzieren. Man hat 2019 zur Wiederankurbelung der Wirtschaft nach dem 2- bis 3-jährigen starken Verfall der Erdölpreise von 120 auf 40, hat man ein sehr großes Budget gemacht. Und nicht nur unsere Exporte sind wieder angestiegen, wie ich vorher erzählt habe, sondern das ganze Wirtschaftsleben ist wieder nach oben gegangen. Und dann ist halt Corona gekommen. Und die Tendenz hängt natürlich auch ab von der Entwicklung der Weltwirtschaft. Man ist ja noch immer großteils abhängig vom Erdöl. Aber die Tendenz hängt natürlich ab von der Weltwirtschaft und vor allem auch in der wirtschaftlichen Entwicklung bei den Hauptabnehmern saudischen Erdöls, nämlich China und Indien und andere Länder. So hoch wie 2014 wird der Erdölpreis wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir erleben eine Umstellung der Wirtschaft und eine Konzentration aufs Wesentliche, zum Beispiel Effizienz, Lokalisierung der Produktion, Saudisierung. Und genau da sind auch die Chancen für unsere Firmen und das fördern wir auch. Das wäre mein Kommentar dazu. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Herr Altmann, ich bleibe gleich bei Ihnen. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte in den Markt einsteigen, ja, gibt es da vielleicht ein paar Tipps? Ich gehe davon aus, oder wir haben auch schon öfter von Firmen gehört, es ist doch
Man bräuchte etwas einen längeren Atem, man sollte vielleicht seine Verhandlungsführung ein bisschen auf den Markt anpassen, man sollte unbedingt vor Ort präsent sein. Wie sehen Sie das? Wie gehe ich das an, wenn ich jetzt Saudi-Arabien erobern möchte? Ja, schauen Sie. Zum einen brauchen Sie Geduld. Saudi-Arabien ist sicher kein Markt für Exporteinsteiger. Gewisse Erfahrung muss man schon haben. Es ist ja nicht nur eine andere Sprache und Kultur, sondern auch eine andere Mentalität. Und das macht natürlich auch Sinn, damit, man natürlich nicht im Detail, aber sich zumindest in der Basis damit auseinanderzusetzen. Ich bin schon lange, wie Sie gesagt haben, in der Gegend und ich berate die Firmen natürlich auch dazu und lade auch andere, auch die Teilnehmer gerne dazu ein, auch in diesem Fall mit mir Kontakt aufzunehmen. Natürlich, wir haben derzeit eine schwierige Situation, gesicherte Zahlungen. Natürlich haben wir auch einzelne Zahlungsfälle. Aber deswegen sagen wir von vornherein den Firmen auch auf gesicherte Zahlungsfälle, Kooperation mit der österreichischen Kontrollbank. Es gibt ja da verschiedenste Exportfinanzierungsinstrumente. Auch dazu möchte ich nicht ins Detail gehen. Ich lade die Firma natürlich dazu gerne ein, auch berate sie, gibt den Firmen die ersten Hinweise, um dann nachher das bei der ÖKB im Detail weiter zu verfolgen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Binsenweisheit. Das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber ist ganz einfach. Guter Partner, gutes Geschäft, schlechter Partner, großes Problem, okay? Das heißt, nicht auf gut wienerisch hudeln bei der Kontaktanbahnung und es dauert eine Zeit lang, bis ein saudischer Geschäftspartner quasi Vertrauen findet, auch auf beiden Seiten. Aber wir erleben, dass sich dann nicht nur wie beim Karl Dobler und bei seinem Top-Unternehmen, aber auch in anderen Branchen oder bei anderen Firmen, dass sich dann, wenn es funktioniert, oft jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen daraus ergeben können. Ja, und auf jeden Fall, Herr Altmann, Sie sind ja hoffentlich noch länger in Riyadh und stehen den österreichischen Firmen beratend auf der Seite. Gerne. Dankeschön. Herr Hund, eine Firma fragt, wird es in Saudi-Arabien vielleicht auch mal so Freizonen geben? Können Sie uns sagen, ist da was in Planung? Haben wir den Herrn Hund verloren? Wissen Sie drauf eine Antwort, Herr Altmann, wie es mit Freizonen ausschaut? So, noch einmal, ich habe ein bisschen abgeschaltet. Okay, wie schaut es aus mit Freizonen? Ist so etwas geplant in Saudi-Arabien? Naja, derzeit haben wir zumindest hören. Können Sie mich hören? Ah, jetzt geht's. Probieren Sie mal, bitte. bereits Free Zones in Saudi-Arabien war die Frage. Ja, ich glaube, das funktioniert jetzt leider nicht mit dem Herrn Hund. Wir können das im Nachhinein durch ihn noch gerne schriftlich beantworten lassen. Können Sie mich Herr hören? Altmann, Ja, also ja, offiziell gibt es noch keine natürlich, aber möglicherweise gibt es bald eine sehr große, die heißt. wir müssen, Herr Schmelzer, können Sie den Herrn Hund bitte wegschalten? Ich glaube, es funktioniert nicht und er bekommt das nicht mit. Ja. Na, vielleicht darf ich das kurz übernehmen, wie der Jochen gesagt hat. Derzeit ist natürlich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist nicht vergleichbar mit dem Golf. Die Jabal Ali Free Zone hat ja eine ganz andere historische Entwicklung und das würde jetzt zu sehr ins Detail führen, wenn ich auf das eingehen würde. Aber Saudi-Arabien ist ein einheitliches Zollgebiet und war aber bisher ein quasi, ich übertreibe ein bisschen, niedrig oder null Steuerland und null bzw. niedrig Zollland. Das war quasi kein Thema. Aber Saudi-Arabien ändert sich jetzt auch, wie der Shadi Abu Shara gesagt hat. Es kommt jetzt wird es immer komplexer auch mit den Firmensteuern.
nicht von Lohnsteuern, aber von Firmensteuern. Und natürlich ergibt sich dadurch auch der Bedarf, dass man Sonderzonen etablieren wird. Aber das ist derzeit in Entwicklung. Also derzeit ist es noch nicht so weit, aber das kann sicher in Bälde auch der Fall sein. Okay, danke schön. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Mr. Abu-Chakra is still here? Or is the connection over? Yes, yeah. No, I can hear you, Daniela. Okay, perfect. Mr. Abu-Chakra, someone wants to know, I think it was also a bit mentioned in your presentation, but what are the key impacts of the VAT rate increase on businesses? And what are the major benefits of the Tax Amnesty Scheme for companies? Can you just maybe briefly report on this? Yeah, definitely. Very briefly, like any tax increase would definitely have implications on the GDP of the country, and usually it would impact the GDP at a certain level. Like what happened in Saudi is quite unprecedented. The rate increased from 5 to 15%, which is a tremendous increase, and could be seen as having a large impact. Nevertheless, there are some exemptions, some goods and services that are probably not as elastic as others, and therefore the inflation impact could not be as significant on certain products and services. But typically, it's an increase in price, it's an impact on consumer demand, and comparing with other OECD countries, the VAT rate in Saudi is still below the average of the OECD countries, which is 19%, versus Saudi, which is 15%. But typically, the perception of the increase could have an impact there. On the other question on the amnesty, like most importantly, the benefit of the amnesty, that if you have issues with your previous tax position, you haven't been filing on time, or you had errors in your filing, what you can do now is correct that through benefiting from the amnesty, and all the penalties would be waived. And that could be a significant impact or positive impact, because you benefit from waiver of penalty, plus you have a correct tax position going forward. Okay, wir haben noch eine Frage ranbekommen, und zwar, welche Chancen, Möglichkeiten gibt es für Ingenieurbüros? Also ich nehme an, wir sprechen nicht von Dimensionen, wie es beim Herrn Dobler der Fall ist, sondern vielleicht etwas kleiner dimensionierten Büros, Planungen für HKLS, Elektrotechnik und Fachbauaufsichten. Ich weiß nicht, Herr Altmann, haben Sie da einen Einblick in diese Geschichte? Was kann ich als Ingenieurbüro aus Österreich vielleicht ausrichten in Saudi-Arabien? Ja, schauen Sie, der Bedarf ist enorm. Und es macht natürlich einen Sinn, hiesige Ausschreibungen zu beobachten und dann einmal zu schauen, wo ich mitarbeiten kann. Deshalb ist jetzt generell jetzt zu beantworten, ist natürlich schwierig. Tatsache ist, dass die saudische Führung, und die ziehen das ziemlich durch, zunehmend eine Lokalisierung umsetzen möchte. Das heißt, Kooperationen mit lokalen Firmen. Okay? Aber ich lade österreichische Firmen gerne dazu ein, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, gerne. Herr Dobler, wie sehen Sie das? Haben nur große Firmen eine Chance, oder kommen Ihnen ab und zu auch ausländische Unternehmen, die eher mehr so KMU-Status haben, unter? Wie Kurt gesagt hat, es gibt wirklich vielfältige Möglichkeiten. Sie müssen Ihre Nische finden, und Sie müssen Geduld haben. Sie können nicht bei der ersten Ausschreibung zum Erfolg kommen. Sie müssen sich ein bisschen im Land bewegen. Sie müssen sehen, wo Sie das Geschäft kriegen. Sie müssen Vertrauen sich arbeiten, und Sie müssen zeigen, Sie müssen auch Referenzen haben. Ja, und dann können Sie erfolgreich sein. Aber nicht sozusagen Standard, eine Spezialität haben und ihre Nische finden. Ja, alles klar. Ja, danke schön. Ich möchte jetzt Ihre Zeit nicht überstrapazieren. Ich sehe zwar erfreulicherweise, dass die meisten trotz der etwas fortgeschrittenen Zeit noch dran geblieben sind, was mich natürlich sehr freut. Ich darf noch einen abschließenden
Tipp geben. Nächste Folie bitte. Und zwar, vielleicht möchten Sie die dann schon vor Weihnachtszeit nutzen, um sich noch besser auf Ihren nächsten, dann hoffentlich realen, physischen Messeauftritt vorzubereiten. Meine Kollegin, die Alexandra Korgruber, bietet hier ein tolles Webinar an. Bitte, vielleicht haben Sie Interesse, sich am 30.11. hier dazuzuschalten, wiederum kostenlos für Sie angeboten. Nächste Folie bitte. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, fürs Dranbleiben und Mitmachen. Many thanks to all speakers for your presentations, for your interesting presentations and insights. And I'd also like to thank the company that does the technical support, Pilotfilm. Herzlichen Dank für die Mühe und perfekte Umsetzung dieses Webinars. Ich wünsche Ihnen so gesehen noch eine schöne Woche. Liebe Grüße aus Graz und bleiben Sie gesund hoffentlich. Tschüss. Bis dann. Tschüss.